Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, verspannter Leiste oder ziehend im Knie? Die Hüfte ist gemacht für Rotation, für Beugung, für Streckung, also für Bewegung. Doch stattdessen sitzen, stehen und wieder sitzen. Mit jedem Jahr wird es spürbarer. Weniger Kontrolle und mehr Beschwerden. Die gute Nachricht, du kannst es umkehren mit gezielter Übung und bewusster Bewegung. In diesem Video zeige ich dir spezielle Übungen, um die Beweglichkeit deiner Hüfte zu verbessern. Und wir beginnen als erstes mit der Drehbewegung der Hüfte. Diese Bewegung ist die erste, die verloren geht, wenn du eine Arthrose hast oder eine Entzündung im Gelenk. Also setz dich auf den Boden, auf dem Bett, wo denn auch immer und platziere deine beiden Beine so weit auseinander, dass die mehr als hüftbreit auseinander sind. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder machst du es mit aufrechter Haltung oder zu Beginn kann es dir helfen, wenn du deine Hände etwas nach hinten platzierst. Und ab dieser Position versuchst du jetzt, beide Knie Richtung Boden zu bewegen, in die gleiche Richtung. Also, wir beginnen nach links. Linke Knie in Richtung Boden, bis es nicht mehr geht. Und dann bringst du das rechte dazu. Und dann Oberkörper etwas aufrecht, nach unten drücken und nach unten drücken. Dann wieder in der Mitte. Und beide Beine nun zu deiner rechten Seite. Das rechte Bein so weit wie du kannst runter, das linke dazu und dann Oberkörper aufrecht. Und das wiederholst du nun 10 Mal je Seite. Erstmal in der Mitte, beide Beine aufrecht und dann ein Knie Richtung Boden, das andere folgt. Beide Knie nach unten Richtung Boden drücken, Oberkörper aufrecht. Wieder zurück zur Mitte hin. Hüftbreit auseinander, einmal rechts, so weit wie es geht, das linke folgt, behalte 90 Grad Stellung vom Kniegelenk her und drücke es dann weiter nach unten. 10 Wiederholungen pro Seite solltest du durchführen. Und das Ganze für 2 Serien lang. Um mehr Beweglichkeit zu gewinnen, geht es nicht nur darum, die Beweglichkeit an sich zu trainieren, sondern auch die Kraft der Muskulatur. Je stärker die Muskeln sind, desto besser kannst du auch die Bewegung durchführen. Die erste Übung war ja gerade für die Beweglichkeit. Nun geht es um die Stärkung der Hüftdrehmuskel. Dafür solltest du jetzt die Beine, was du jetzt beide in eine Richtung hattest, du wirst sie jetzt etwas drehen. Also, dass deine Beine zur Seite kommen. Jetzt spreizen wir die Beine etwas mehr. Den Oberkörper kannst du dann halt stützen mit der einen Hand. Und in dieser Position versuchst du nun von das hintere Bein die Ferse nach oben Richtung Decke zu bewegen. Und dann langsam wieder lösen. Du hebst den Unterschenkel und der Fuß nach oben Richtung Decke. Das Knie soll aber die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Mit dieser Bewegung stärkst du dann die Innenrotatoren der Hüfte, also die Muskeln, die die Hüfte nach innen drehen. Wiederhole diese Bewegung für 10 Mal auf die eine Seite und dann trainierst du gleich die andere Seite. Das Bein, was jetzt vorne ist, das wirst du genau das Gleiche machen, dass du versuchst in dieser Position die Ferse nach oben Richtung Decke zu bewegen. Nicht wundern, durch diese Position hast du schon fast die maximale Außendrehung der Hüfte erreicht. Wenn du nun versuchst, die Ferse noch weiter nach oben Richtung Decke zu bewegen, wirst du in der Hüfte selber und in der Leiste eine starke Spannung spüren, auch wenn unten kaum Bewegung möglich ist. Diese Übung ist essentiell, wenn du eine Hüftarthrose hast, weil dadurch stärkst du die Außenrotatoren der Hüfte. Ebenfalls hier solltest du dann 10 Wiederholungen durchführen. Halte die Spannung für ein paar Sekunden und lass es dann wieder los. Bringe dann beide Beine wieder nach vorne, etwas mehr als hüftbreit auseinander, beide Knie nach unten kommen lassen, in die gleiche Richtung, jetzt rechts
beide Beine etwas nach hinten bewegen, so dass du jetzt in eine Ebene bist von Knie, Hüfte und in dem Fall hier die Schulter. 90 Grad vom hinteren Kniegelenk, 90 Grad vom vorderen Kniegelenk und hier trainierst du wieder das Gleiche. Das Heben von dem hinteren Bein sorgt für die Stärkung der Innenrotatoren. 10 Wiederholungen sollen das werden. Nicht wundern, wenn du einen Krampf kriegst in der Hüfte. Diese Übung ist sehr anspruchsvoll. Und dann, nachdem du das fertig hast, trainierst du dann auch die Außendrehung vom vorderen Bein. Versuch mal hier zu heben und dann wieder zu lösen. Wenn du nur die Ferse vom Boden hochheben kannst, ist es schon mehr als genug. Halte die Spannung für ein paar Sekunden und lass es dann wieder los. Genau in der Hüfte wirst du auch spüren, wie deine Muskeln aktiv sind. Begonnen mit der Drehung, jetzt machen wir weiter mit der Beugung der Hüfte. Diese Bewegung ist seltenstens eingeschränkt, aber diese Dehnung tut dir ganz gut, vor allem um etwas mehr Lockerung zu erreichen. Dafür solltest du dich auf alle Viere begeben, die Knie unterhalb von der Hüfte, die Füße, die liegen jetzt flach auf dem Boden und deine Hände, die liegen jetzt halt direkt unter deiner Schulter. In dieser Position bewegst du nun das Gesäß nach hinten auf die Ferse drauf. Bleib da ein paar Sekunden und hebst es dann wieder hoch. Versuche ganz gerade mit dem Rücken zu bleiben, dass die Bewegung ausschließlich von der Hüfte kommt und dann wieder hochheben. Eine Dehnung von der Gesäßmuskulatur in diesem Sinne ist kaum spürbar, weil vor allem bei dieser Bewegung die Knochen eher das Limitieren, das Einschränken von der Beweglichkeit, als die Gesäßmuskulatur zu kurz ist. Diese Bewegung lockert ganz gut den unteren Rücken und die Hüfte auch und solltest du dann für 15 bis 20 Wiederholungen durchführen. Und dann geht es hauptsächlich um die Stärkung der Hüftbeuger. Sehr häufig wird der Psoas oder der Hüftbeuger als Teufel dargestellt. Mit dieser Übung, was ich dir jetzt zeige, erreichst du nicht nur eine Stärkung von diesem Muskel, was dann Schmerzen lindern kannst, aber auch eine Stärkung in der Dehnung. Somit wird der Muskel nicht verkürzt, sondern sogar dehnbarer. Für diese Übung hast du jetzt 2 Alternativen. Falls du so eine Faszienrolle hast oder so einen Yoga-Block, dann kannst du das gerne nutzen und auf dem Boden bleiben. Falls nicht, kannst du diese Übung auch perfekt an der Bettkante machen. Also, du setzt dich jetzt hin auf die Bettkante oder jetzt halt auf der Rolle, so dass dein Kreuz, nicht die Lendenwirbelsäule, sondern der untere Teil von dem Kreuz muss jetzt auf die Rolle sein. Dann legst du dich hin, über die Rolle drüber. Es ist wirklich tief, fast am Ende von der Wirbelsäule in den Kreuzbereich, nicht in der Lendenwirbelsäule. Die soll komplett frei sein. Dann ziehst du das eine Bein zu dir ran, hältst es in diese Position, damit dein Becken jetzt erstmal stabil ist. Und das andere Bein solltest du dann strecken. Das Knie muss komplett durchgestreckt sein. Heb das Bein zu dir nach oben, so weit wie du kannst. Knie bleibt durchgestreckt und dann lässt du das Knie langsam nach unten kommen, sodass die Ferse sich nach unten Richtung Boden bewegt. Du wirst spüren, ab dem Punkt, wo Ferse tiefer ist als die Bettkante bzw. als deine Hüfte auf die Faszienrolle, spürst du auf dem vorderen Bereich der Hüfte eine schöne Dehnung. Damit bekommst du nicht nur eine Stärkung von dem Hüftbeuger, aber auch eine Dehnbarkeit. Das heißt, du stärkst den Muskel und gleichzeitig entschränkt er auch deine Beweglichkeit nicht an. Heb das Bein nach oben wieder hin und dann langsam wieder senken lassen. Der Trick hierbei ist auch die Langsamkeit. Je langsamer du die Bewegung durchführst, desto stärker spürst du dann auch die Dehnung vorne an der Oberschenkel. 12 Wiederholungen auf eine Seite, dann das Bein zu dir wieder ranziehen, Knie komplett durchgestreckt und das gleiche nochmal auf die andere Seite. Falls die Bewegung
ohne Widerstand dir zu leicht sein sollte, kannst du auch eine kleine Gewichtsmanschetten unten am Sprunggelenk befestigen. Dadurch wird die Übung deutlich intensiver. Achte nur darauf, dass du das Knie die ganze Zeit durchgestreckt hast und das andere so weit wie möglich zu dir ranziehen, bzw. mindestens 100 Grad Beugung. Eine bessere Dehnbarkeit von den Hüftbeugen mit dieser Übung, was ich dir gerade gezeigt habe, sorgt auch dafür, dass du dann besser in die Streckung reinkommst. Aber nicht nur von Bewegung lebt ein Gelenk, sondern auch von Stärkung der Muskulatur. Um besser die Hüfte strecken zu können, brauchst du auch mehr Aktivierung, mehr Spannung für die Gesäßmuskeln. Und genau dafür ist diese nächste Übung. Leg dich mal auf den Boden hin und nun stellst du die Seite, die du trainieren willst, erstmal mehr in Beugung und das andere Bein streckst du dann deutlich mehr. Die beiden Ferse sind aufgestellt und im besten Fall bist du auch in der Lage, deinen Vorfuß, die Zehen, in der Luft zu lassen. Deine beiden Hände, die bleiben jetzt auf dem Boden, damit du mehr Stabilität bekommst. Du drückst als erstes die Hände nach unten, dann wirst du auch deine Rückenmuskulatur aktiv spüren. Und in dieser Position drückst du nun die Ferse von das angewinkelte Bein, was mehr angewinkelt ist, drückst du ganz aktiv nach unten und hebst dann die Hüfte hoch. Achte darauf, dass du, wenn du hier oben bist, dass du die Hüfte auch komplett durchstreckst, dass du bewusst die Gesäßmuskel anspannst, Hüfte komplett durchgestreckt und das untere Bein, die darf nicht so komplett nach unten fallen, dass du vom Becken her stabil bleibst und dann langsam wieder senken. Ferse nach unten gegen den Boden drücken, Zehe etwas angehoben und dann die Hüfte strecken nach oben hin. Halte die Spannung oben für ein paar Sekunden und lass es dann langsam wieder los. 12 Wiederholungen von einer Seite, bewusst mehr Gewicht auf das angewinkelte Bein verlagern, kurze Pause von 45 Sekunden und das gleiche dann auch auf der anderen Seite machen. Ein Bein etwas mehr angebeugt, das andere deutlich mehr gestreckt, das Gewicht ist auf das vordere Bein und dann das Becken heben. Nicht komplett nach unten fallen lassen, sondern etwas stabil nach oben, Hände nach unten wegdrücken, Gesäß bewusst anspannen und dann langsam wieder senken. Ebenfalls hier sollen das 10 bis 12 Wiederholungen werden für mindestens 2 bis 3 Serien. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr wissen willst, wie du von zu Hause aus deine Gesundheit verbessern kannst und Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unserer nächsten Übung. Bei der nächsten Übung geht es nun um die Stärkung von der Hüftadduktoren, also die Muskulatur, die deine Hüfte seitlich stärkt, aber auch die Dehnung von den Adduktoren, die Innenhüftmuskulatur. Und wir beginnen wieder mit der Dehnung. Also, du kniest dich auf einen Kissen drauf. Und jetzt gehst du auf alle Viere. Hände auf dem Boden, Knie in 90 Grad mit deinem Rumpf, Hände unterhalb der Schulter. Die Seite, die du dehnen willst, die spreizst du nun zur Seite weg. Dein Fuß bleibt zeigen nach vorne, Richtung Kopf hin. Und in dieser Position versuchst du jetzt nach hinten zu gehen, so als ob du dich auf die Ferse hinsetzen willst. Und komm dann wieder nach vorne. Nach hinten gehen, so weit wie du kannst, so als ob du dich auf die Ferse hinsetzen willst und dann wieder nach vorne. Nachdem du ein paar Wiederholungen von dieser Übung durchgeführt hast, kannst du dann versuchen, die Hüfte noch weiter zu spreizen. Ich bin mir sicher, es klappt jetzt etwas besser. Und dann wieder nach hinten zu gehen und wieder nach vorne zu bewegen. Diese Übung solltest du jetzt für 12 bis 15 Wiederholungen durchführen. Und wenn du hiermit fertig bist, gehst du dann gleich weiter mit der Stärkung. Also zurück, dass du auf der Mitteposition bist, dass du jetzt halt nicht komplett weggerutscht bist zur Seite, sondern dein Rumpf ist jetzt in der Mitte wieder zurück. Hände sind auf dem Boden. Achte darauf, dass du vom Rumpf her nicht abweichst.
auf dem Knie drauf, wo du drauf stehst. Und in dieser Position versuchst du jetzt, das Bein zu heben und wieder zu lösen. Das Bein zu heben und wieder zu lösen. Diese Übung ist sehr anspruchsvoll für die Hüftmuskulatur. Falls es dir zu schwer ist, kannst du auch gerne beide Knie gebeugt und dann gebeugt hochheben. Von beiden Übungen solltest du dann 2 bis 3 Serien durchführen von 12 bis 15 Wiederholungen. Und falls das Problem bei dir eher ist, dass du nicht knien kannst, dann kannst du auch die gleiche Übung perfekt im Stehen machen, indem du dich seitlich zu irgendeinem Objekt hinstellst, wie zum Beispiel Bett, Sofa oder ein Stuhl. Du platzierst deinen Fuß gestreckt drauf, dein Fuß bleibt zeigend nach vorne und jetzt versuchst du mit der anderen Seite etwas in die Knie zu gehen und wieder zurück. Du gehst so weit nach unten, bis du hier die Dehnung gespürt hast und lässt es dann wieder los. Hier wirst du auch eine deutliche Dehnung der Hüftadduktoren spüren, also die Innenseite der Muskulatur. Wenn du hier die 12 bis 15 Wiederholungen durchgeführt hast, kannst du etwas näher dran kommen. Und hier versuchst du nun, das Bein zu heben und wieder zu lockern. Es geht ja nicht darum, dass du eine große Bewegungsausmaß erreichst, sondern gut die Spannung ausüben, Bein etwas heben und wieder lösen. Etwas heben und wieder lösen. Oder die etwas leichtere Variante im Stehen. Bein seitlich heben und dann wieder lösen. Falls du dich für diese Variante entscheidest, solltest du hier mindestens 15, sogar 20 Wiederholungen durchführen. Dadurch, dass die Ausgangsstellung deutlich leichter ist, ist es auch sinnvoll, dass du etwas mehr Wiederholungen durchführst. Und ja klar, man kann nicht von der Hüfte reden, ohne die Spannung von den hinteren Oberschenkelmuskel zu nennen. Je beweglicher diese Muskelgruppe ist, desto besser ist es für deine Hüfte, aber auch für dein Becken und Rücken. Und dafür ist genau diese Übung. Du solltest dich hinstellen, seitlich. Am besten ist, wenn du eine Treppe hast, eine Stufe, wo du deine Hände ablegen kannst. Falls du keine Stufe oder Treppe haben solltest, dann platziere gerne so einen Yoga-Block oder ein paar Bücher auf dem Boden. Du bringst den Oberkörper so weit nach vorne, bis du deine Hände auf die Treppe drauf platzieren kannst und deine Füße, die sollen hüftbreit auseinander sein. Also den Rumpf vorwärts gebeugt. Je näher du dran bist, desto schwieriger ist die Übung. Je weiter weg, desto leichter. Du beginnst die Übung, indem deine Knie durchgestreckt sind. Und in dieser Position versuchst du nun ein Bein komplett durchzustrecken, leicht in die Beugung wieder rein und dann das andere. Dein Oberkörpergewicht ist auf die Hände abgelegt, sodass du mit dem Rumpf ganz weit nach vorne kommst und dann die andere Seite. Wiederhole diese Bewegung für 20 Mal jedes Bein. Langsam und kontrolliert in die Beugung rein und dann wieder in die Streckung rein. Langsam in die Beugung rein und dann wieder in die Streckung rein. Ziel bei dieser Übung ist, dass du ein ordentliches Ziehen in der Kniekehle und an der hinteren Teil der Oberschenkel spürst. Nachdem du 20 Wiederholungen durchgeführt hast, kommst du dann langsam wieder nach oben, schüttelst die Beine etwas aus und wiederholst das Ganze noch einmal. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Probiere die Übungen aus. Ich bin mir sicher, deine Hüfte werden es dir danken. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!